Willkommen zu der heutigen Reaction zu dem Realsten Stuff Folge 34. Ich habe es nicht live geschafft zu dieser Reaction, weil die Kamera nicht mitspielen wollte. Ich muss den PC herunterfahren, die ein oder andere Einstellung vornehmen, dies, das. Und es hat letztendlich funktioniert, aber ich konnte es nicht live sehen. Macht nichts. Hauptsache, wir gucken uns den Bums an. Wir kriegen die Informationen von der Cell-Saga jetzt mit. Wir wissen ja, wir befinden uns da drinne. Haben ja auch ein Free-to-Play-Cell erste Form bekommen. Was jetzt ansteht, habe ich bisher noch dodgen können. Aber das werde ich mir natürlich jetzt einmal direkt in dem Realsten Stuff hier geben. Und dafür springen wir jetzt auch einmal hier hinein. In der Hoffnung, dass alles so passend ist. Vom Ton hoffe ich, passt es. Hello everyone, I'm Toshi, the producer of Dragon Ball Legends. It's always great to be here. Of course, I'm joined by... Hello everyone, I'm Yuka from Dragon Ball Legends Global Marketing. Ich denke, was den Ton angeht, sollte es eigentlich okay sein. Aber okay. Ja, GT ist hinter uns. Wir haben LF Super Saiyan vor Gogeta als Senker bekommen, Goku, Pan und dann noch den Psycho, der relativ balanced ist, wie gesagt, C17. Jo, warum nicht? Nehme ich an. Who joined alongside Trunks as an assist for Pan. At the end of the month, Super 17 became the first enemy from GT to join Legends as a Legends Limited character. Ja, war auch lange mal Zeit. Cyborg-Support, GT-Support, mächtiger Feind-Support, alles. Macht mega Spaß, den zu spielen. Bin ich early. Yes, indeed. Legends Limited Goku is a defensive character who can stand strong in the face of enemy attacks. Ja, der ist gut. Der ist auch wirklich ein Verteidiger, nicht so wie Pycon. Aber C17 kann ihn schon je nachdem auseinandernehmen. Hängt immer von diversen Faktoren ab. For sure. It cuts the enemy's damage reduction effects by quite a lot, and depending on the number of defeated enemies, you can inflict no switching and even reduce their vanishing gauge to 0. You're pretty much guaranteed to land a super ultra spirit bomb that way. Meanwhile, Super 17 has a powerful special arts with an die ist so heftig. Ja, nicht nur wie er aussieht dann, wenn er so am Sabbern ist, sondern auch was er dann für Fähigkeiten drauf hat. Das ist gottlos, sage ich euch. It's so cool to see Super 17 absorb Ki Blast and power up just like in the original series. Ja. Yep, and meanwhile, Bulla features supporting attacks from Vegeta. C17 ist so ein geiler Charakter zum Spielen, Bulla ebenfalls, nur dass hier der Part auf den Support und den Fun-Aspekt gelegt worden ist. Absolut lohnenswert. Spiele ich gerne. Moving on, the episode campaign Cell Saga Z started just recently. Ja. How's everyone enjoying it? Naja. Ich muss sagen, ich bin jetzt noch nicht so der Enthusiast für diese Saga. Also allgemein schon, aber jetzt hier für Legends, ich weiß nicht. Fühle ich jetzt nicht. Ich bin gespannt. Je nachdem, was für ein Charakter kommt, habe ich vielleicht auch vor, zu skippen. CC fallen auch nicht vom Himmel, wie ihr wisst. We have some info to share with you about updates coming in late February, starting with this. Late February. New guild battles? What? Guild battle is a new What's mode that? in which guilds compete against one another. Two guilds face off with 30 members each for a massive battle between a maximum of 60 players. There will be a game board made up of tiles that you'll move between, and players will compete over bases located in the central part of the map. Guilds that are silver tier and higher can join. Aber This mode will use the same auto battle system that is currently used for the tournament of power. Oh, okay. So guilds will be competing against one another using the tournament of power system. Correct. Since guilds are involved, coordination amongst your teammates will be crucial. There can be battles between groups of players, and by using items, you can restore the health of and even buff your fellow guild members. Okay. So move as a team and coordinate carefully as you aim for victory. Muss ich da Teams zusammenstellen oder was ist das? Have been able to enjoy earning points and competing together in the guild rankings. But it's great that we've added a way for you to compete together.
It's up to 30 versus 30, but are you expecting the guild will coordinate to play at the same time? Yes, actually. There will be fixed times to compete, sort of like with Legends Battle Royale. You can vote within your guild to decide when to compete, then log in and compete together at that chosen time. Guild battles are planned to be held for 5 days. Guilds can play once on each of the 5 days, so pick a time that works best for your guild and give it your best shot. Muss das der This is an Gildenmeister all-new way entscheiden? to play Legends, so we hope you'll have fun with it. Wie soll man dich denn abstimmen? Das sind ja teilweise Randos, die du da in deiner Gilde hast. Remember to check Wie? in game after the release for more details. Ja, danke. Now, for yet another new Auf die update. More-Details sind wir angewiesen. Rating Match Proud? A new limited time special rule called Rating Match Proud is being added to rating matches. I'll dive right into explaining what this rule is all about. First, you'll be fighting up to 3 matches against the same player. The first match will be just like a regular battle. In the second match, you'll fight using the remaining 3 characters you didn't use in the first match. In other words, with these rules, you'll be making use of all 6 of the characters you used to form your party. I see. So you need to form your party knowing that you'll be using all 6 of them to battle. Right. Ich vergib denen ja And keine you'll need to Equips, decide den which 3 you'll want to Bankcharakteren. use in the first round. That's Das ändert sich extremely jetzt. important. Your opponent won't know which 3 of your 6-member party you'll use in their first round, so you'll both need to try and predict what the others will do. In regular Ist ja rating wie matches, Schere, all Stein, players Papier. have Entweder du become hast pretty richtig, set on du hast which Luck 3 oder hast keinen characters Luck. in their party they'll use. And Entweder it's hast easy Skill to oder guess keinen what Skill, your kann man auch opponent will sagen. pick. Looks like that's going to change with this rule. Yep. Then, if one player wins 2 rounds in a row, that person will be the winner. However, if they're tied with 1 win each, they'll move on to a final match called Battle of Pride. In Battle of Pride, you must choose at least 1 member from the first and second rounds to form your team. Then you'll battle it out to determine the true winner. By mixing Aber das ist members jetzt ein from rounds separater 1 Modus and oder 2, ist das... it makes it difficult to form a Nee, strategy ne? in which Separat. you select members based on Zenkai abilities under the assumption that you'll lose 1 match but win the other 2. Of course, it's not that you can't hammer out a battle plan similar to that, but we created these special rules to allow players to experience a different type of battle. Wenn ihr where they wollt, ich kann auch can't gerne use mal the same Untertitel party anmachen für over and euch, over. aber... Incidentally, if you get overpowered and lose terribly in the first round, is there a way to surrender if you don't want to continue into the second? The defeated player has the option to choose whether they want to fight in the second round. No need to worry about it. Moreover, if Gewinnt both man dann players automatisch? each lose a round, they both need to agree to progress to the final Battle of Pride. That means players who choose to fight it out in Battle of Pride really want to settle the score. It's the kind of battle you can't experience in just a single round, which is what we think makes this rule so much fun. Weiß ich nicht. Also es macht es bestimmt interessant. Neuer Modus im PvP. Warum nicht? Aber ich würde mir jetzt wünschen, wenn die noch irgendwas zu den Teamkämpfen bringen, weil wir haben ja auch in Dokkan gesehen, die Chain Battles sind ja auch da entfernt worden. Rating Match Proud will be launched in a pre-season fashion, after which we'll make any adjustments that might be needed. Once finished, it will be available on occasion as a special season. Rating Match Proud will not be a permanent replacement for regular rating matches, so don't worry about that. For now, Es ersetzt es tatsächlich erstmal. you think would be a good fit for Rating Match Proud and get hyped for this new exciting Es rule. ersetzt erstmal das normale Ranking und kommt dann immer seasonal wieder. Ja, okay. These are planned for late February, so we hope you're excited. Now, let's move on to some Legends news. Das sind Legends News. Aber bisher die ganze Zeit gab. Reels and Stuff. Zenkai Awakening Perfect Form Cell. Das habe ich schon mitbekommen. Nein? This is the one that can transform into perfect cell, right? Ich dachte, das ist der Purple. Nein, es ist der rote, der mit March und Vegeta kam. That includes the Legend Limited Third Character under 17 Zenkai. and under 18. Zenkai-Charakter, weiterer für Super 17. Aber ein Revive-Charakter, Double Red, ist immer noch strong. To touch on the new abilities that will be added a little, when an enemy Ultimate Arts, Awakened Arts, or Rising Rush is activated while this character is on standby, their Ultimate and Awakened cards will be debuffed by 30%, and your own substitution count will be lowered by 4.
Auch It bei sounds Rising like Rush. there will be big improvement to Cell's use as a defensive character. Oh yes. Und There's also Card going Draw to be Speed an des Gegners effect um 1 added where verringert. using Okay. color change will cause your opponent's draw speed to decrease by 1 level, so be sure to make good use of this cell to receive enemy attacks. Revive Cell bekommt einen Zenkai. Fühle ich schon eher als den Trunks. Fühle ich auf jeden Fall mehr. Now, I think we've kept our viewers waiting long enough. So why don't we reveal some new Gohan? characters? C16? Ist 16 eigentlich... Das müsste der Side-Charakter sein. Wissen wir? Der Side-Charakter wurde immer geteased. Der Hint ist immer für den Side-Charakter. Das sehen wir. C16. C16. Kapselkorb. Das ist der... Okay. Wow. Straight on. Sparking Android 16. Der Side-Shark. Neue Animation. Ist einfach die Stimme von Piccolo, glaube ich. What? Er hat einfach umarmt. Nein. Es ist einfach ein Super Vegeta. Legends Limited. Ohne den Daumen. Kick. Nee, ist ein anderer Kick. Doch, nein. Alter, wie lang? Oh mein Gott. Alter. What? Vor allem die Musik dazu, Super Vegeta, einfach mit so einer gechillten Musik. Well, we haven't had a new Sparking Wer denkt sich sowas aus? since the year Legends was released. Alter, einfach Ultra Saiyajin Vegeta. Man kann ja sagen Ultra Saiyajin, kann man ja auch zu Super Saiyajin 2 sagen. Beziehungsweise zu der Vorstufe davor, zwischen Super Saiyajin und Super Saiyajin 2. Die Buffed Version. Ja, sag mal. Ist jetzt C16? Ja. Cover Change gegen Schlagangriff. Das ist die blaue. Er wirft... Nee, ist die grüne. Das ist die blaue. Und Erweckung... Nee, Ulti hat er. Nicht Erweckung. Er hat Pseudo-Erweckung. Er täuscht an. Und zack. Funktioniert nicht. Wirfst du weg. Ja, das kennen wir. I'm sorry, but my ability is greater than yours. Nee, ist nicht Piccolos Stimme. Ist ähnlich, aber nee. This is Android 16 from after the repairs are done by Capsule Corporation. The Red Ribbon Army logo is gone, having been covered up by the new Capsule Corporation logo. Now, for the abilities. Android 16 is a Er melee ist type with grün, element Melee. green. The character tag is Android, and the Z ability 3 will allow you to buff allied tag Android, and episode Cell Saga Z characters. This 16's greatest selling point is the strength of its offensive capabilities. First off, when a battle starts, damage inflicted by 16 will be increased by 90%. Ja. Ist schon mal gut, dass er Melee ist. Halt nicht wegen Fernangriffen und so, dass da C17 dann noch Plus, when entering the battlefield, die Oberhand mehr hat. 19% increase to inflicted damage, Bin which means this mal gespannt character auf den Vegeta, der ist echt bestimmt blau. Bestimmt wieder, wird als Super Saiyajin gewertet, wieder so ein Bardock-Buffer. Beziehungsweise für Bardock sein Team. Super Saiyajin-Team. Wäre typisch. The special arts, special move arts, and ultimate arts are all both unique and extremely powerful. Okay, noch mehr? Upon activation, the special art will nullify enemy special cover changes for set number of timer counts and will Okay, das also ist gut. nullify enemy destroy card effects. On top of that, Erhöht die landing Dragon a special Balls. art hit will allow you to recover key and draw a strike arts card. Oha, okay. You can go on the attack without having Ist also to worry ähnlich wie about special Gogeta. cover changes or card Kriegt Cover destruction Change, effects. So it's unlikely beziehungsweise that you ignoriert have a Cover combo Change, zieht sogar eine interrupted by Karte, any kriegt Key. enemy surprises. Ja. Next up,
the special move arts will boost special move damage, restore key, restore the vanishing gaze by 70%, Okay, wenn du 3 Karten oder and weniger even draw hast. a random arts card upon activation. Usually after 2 using the Karten. special move arts, you'll find Vanish. that you don't have enough key or Er art kriegt cards. 70% seines But after Vanish under zurück. 16 uses one, the vanishing gaze Bei will be Aktivierung, restored nicht and you'll beim be ready Treffer, to bei go on the attack Aktivierung. once more. Lastly, the ultimate Und die arts will Ultimates. notify enemy endurance effects Nochmal for Vanish 50 Gauge bei counts on 70% activation. zurück. Not only that, this effect is unable to be Ignoriert cancelled. Endurance für So 50 basically, Zeiteinheiten. if you are able to pull off a Rising Rush within 50 counts of using the ultimate Das art, ist die even Hauptfähigkeit. if it's against a character with an endurance effect, you might still be able to Okay, get a ja. KO. Also, the ultimate arts will destroy all of your enemy cards on hit. Inflict them with 5 substitution counts. Die Ulti Increase ist, your wie es scheint, own auch ein arts card draw Fernangriff, speed oder? by 1 level for 50 Guck doch mal. counts. And Nachdem er boost jetzt hier your sein critical rate by Hellfeuer 30%. abgeschossen hat. Having all of their Er cards schießt seinen Arm destroyed ab means und your dann- enemy won't be able to Das ist auch initiate new strong. attack. And inflicting Nicht nur them with nahkampforientiert. 5 substitution counts means they won't be able to quickly Kann auch nicht freeze absorbiert werden von characters 17. either. Safe. So after Aber logging an on sich ultimate wirkt der arts, recht having ordentlich. attacks Crit Rate ready to erhöht, go will be zerstört die Karten des effective Gegners, strategy. Substitution One Counts werden powerful erhöht, move wobei in das jetzt nicht particular so would be to strong mehr attack ist. Es your kann auch opponent, reduziert werden forcing mittlerweile, them to aber use es up ist their dennoch vanishing gaze to dodge. And then hit Dennoch them gar with nicht- the Rising gar nicht Rush schlecht. Ist while okay, they're solide. unable to switch vor allem out. mit dem Vanish Gauge, dass das bei 70% immer, also beziehungsweise um 70% reduziert wird. Okay. Zweimal 5% Heal. Also setzt sich wieder zurück, kriegt einen Damage Buff. Es healt, kriegt Key beim beim Vanish. Oder wenn Changing Cover, nee, beim Cover Change, okay. Moment, was? LOL! Für 5 Zeiteinheiten zielt er den Rising Rush, das macht er auch, Digga, das ist strong. Das ist strong. Ja. Er debufft den Gegner, sealt den Rising Rush, er kriegt schnell seinen Vanish wieder, hat einen Deckungswechsel, Ziel, Heal. Der macht viel. Also auf dem Papier sieht er schon mal ganz gut aus, gefällt mir. Ist jetzt ein solider Charakter, also ist jetzt nicht mein Lieblingscharakter, muss ich zugeben, aber von seinem Kit gefällt er mir auf jeden Fall. Jetzt eher auch gegen Schlagangriff. Er hat einen Schlag, Melee blaue. Timestop auf jeden Fall, seine grüne. Das ist auch nicht schlecht. Er ist bestimmt auch ein Melee-Attacker. Kannst du ansonsten nicht anders bei 17 machen. Vor allem die Augen werden weiß. Heftig. Einfach simpel gehalten, pulverisiert den Gegner. Legend Limited Super Vegeta is Er a ist melee rot! type Was? and the element is red. The character tags are Vegeta, Clan, Saiyan and Super Saiyan, and the Z Ja. ability 3 will give birth to Er ist einfach tag rot. Vegeta, Clan, tag Saiyan and Episode Cell Saga Z characters. There are lots of powerful tag Saiyan characters, so this is a really useful Z ability. Vegeta's greatest strength Er hat lies nur in the Unique, unique gauge, was auch sonst. which gives you tremendous firepower when it's maxed out. Let's dive right into an explanation Er kriegt of the bis zu unique 3-mal gauge. sein Vanish This zurück. unique gauge charges according to the number Immun of gegen primal anderes, cards also er on wird the typneutral. battlefield, but it resets to 0 when Vegeta returns to standby. It does take 10 counts for the unique Alter. gauge to fully charge, but Der when ignoriert it doch resets einfach max, Cover Change dann für the 10 enemy's special Zeiteinheiten. cover changer will be nullified and your vanishing gauge will Er be kriegt 100% Card Draw Speed, restored. Damage Buff. Plus, when the unique gauge is full, article draw speed will be increased and unfavorable element factors will be nullified. Das ist schon mal, also an sich ist das schon mal gut. Ist basic, aber so effektiv. Er kriegt Vanish zurück bis zu 3-mal. Ist typenneutral. Er ignoriert Deckungswechsel. Er cancelt, nullified, einfach mal Attribute Downgrades. For every 3 counts that pass after entering the battlefield,
health will recover by a set amount and inflicted damage will Okay, increase. er hat ein Self-Heal. Ki kriegt er alle 3 Sekunden zurück um 20. The stronger of an attacker it becomes. It does take a Oha. while to charge the unique gauge all the way, but that's all you need to Der do startet mit in order 30%, to das ist gut. activate a bunch of powerful effects. Vegeta has an effect that charges the unique gauge by 30% at the start of battle, so that first time will be a bit easier as well. While Vegeta is on the battlefield, whenever the enemy switches, you'll get a boost to damage inflicted, reduce the enemy's ki, and reduce your allies' substitution counts. Füllt er seine einzigartige Leiste nur, wenn er den Kampf betritt? Muss er immer wieder rein und rausgewechselt werden? Oder sehe ich so? Klärt mich gerne auf. Kann auch sein, dass ich es überhört habe, aber ich denke mal bei... I'm sure you've already gotten an idea of how strong this character's unique gauge is, but there's more. Noch Under mehr. certain conditions, Vegeta will have seriously powerful defensive abilities and strike arts. Starting Was? with defensive abilities, the enemy's special move, ultimate, and awakened arts, as well as their rising rush, and even all enemies' main abilities will all be sealed when you master Wow, up halt, stopp, the stopp, unique stopp. gauge. Er zielt einfach Rising Rush Main Ability genau fast eigentlich wie C17. So you will often be charging it when you score a combo Jedes Mal für or 5 when you are Zeiteinheiten. on the receiving end of one. Der kann nur auswechseln, der When the Gegner. unique gauge gets filled, Mehr geht nicht. while you are being comboed by your opponent, you can expect to be finished off by an ultimate art or rising rush. But with these abilities, once your unique gauge fills up, your opponent will temporarily lose access to those powerful abilities. Also ganz ehrlich, wenn der mit 17 gespielt wird, holy Plus, shit. if you return Vegeta to standby with a full Holy gauge, shit. this character can recover a significant amount of health and shorten own substitution counts. If Vegeta Er kriegt zwar can keinen last until Senkai-Buff the von dem unique neuen, gauge von dem is full, your Rife opponent's Cell, most weil der nur threatening Cyborg bufft options will mit seiner refill, Senkai, aber giving you the option to switch Boy. in another character. das sieht mir auch relativ spaßig aus mit dem, dass ihr damit nicht unterbrochen werden könnt, außer der Gegner wechselt aus, switcht und so weiter, das könnte passieren. Da denke ich, dass die grüne von C17 deutlich besser ist. Also nicht deutlich, aber doch besser. Dennoch, nicht zu unterschätzen, könnte nervig werden hier mit ihm. Er zielt einen Schlag. You draw a strike arts card and you'll inflict all enemies with substitution counts. Ja, okay, er kriegt Buffs, kriegt Schlagangriff, warum nicht? Er ist ein Schlagangriffstyp, habe ich richtig gesehen? Ich glaube schon. Ist Super Vegeta. Leute. Interessanter Charakter. Vor allem, da ist noch eine Seite. 5 von 6. Was kommt noch? Was kommt denn noch? Ah ja, Special Arts, stimmt. Meine Ability fehlt auch. Okay. Ich dachte, die hätten wir eben schon. Ah. Mit der grünen füllt er seine Unique Gauge, wie C17, also TOP C17. Okay. Mit der Main zieht er die Final Destruction, also die Ulti. Kriegt einen Heal, kriegt Ki. Die Hälfte der Unique Gauge wird gefüllt. Restores Vanish um 100%. Holy. Das ist geil. Okay, ignoriert Deckungswechsel und reduziert einen Dragon Ball. Nach 25 Zeiteinheiten ist es einzusetzen. Hey Leute. Super Vegeta. Wenn ihr Saiyajin Main und auch Vegeta Family Main seid, dann go for it. Das ist eure Chance. Lol. Er macht einen guten Eindruck, auf jeden Fall. Super Vegeta. You'll be able to find more details about this character's abilities on the site in the video description after this premiere is over. Make sure to take a look. That's all we have to share with you today. Das ist alles. Okay. Legend Limited Super Vegeta and Sparking Under 16 are on their way. So ist jetzt die Frage, wird dann danach die nächste Saga drangenommen oder? It definitely is. There's more to come during this campaign, so I hope you're Dauert ready. also noch. Okay. And don't forget, the new PvP rule, Rating Match Proud, and the new Guild Battle Mode are planned to be released soon. Bald? So get ready for those as well. Achso, jetzt wahrscheinlich nicht bei Reset, wahrscheinlich auch nächste Woche erst. Okay. Gut. Thank you for watching today.
We hope you'll join us again in the next reviews and stuff. Bye everyone! Bye. Bye! Okay. Ich würde mal sagen, schwierig einzuschätzen, was jetzt in der Campaign noch kommt. Also ich würde mal behaupten, es wird noch ein Ultra geben. Ist es Cell? Vielleicht. Gohan? Möglich. Wir wissen es nicht. Es kann auf jeden Fall noch der ein oder andere Charakter kommen, ob Free-to-Play oder halt Summonable. Bei GT haben die das ja so beendet, dass sie dann 2 LFs rausgehauen haben. Und jetzt hier bei der Cell-Saga kann auch der nächste Ultra kommen. Der erste für dieses Jahr, meine ich. Vielleicht. Jetzt lasst mich gerne wissen, würdet ihr für ihn Sum oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe nur etwas mehr als 6000 CC. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt. Ich müsste mir erstmal Showcase, also Gameplay von ihm anschauen, ob ich ihn spielen möchte. Bisher macht eigentlich C17 einen ganz guten Eindruck, weil der wirkt auch relativ ähnlich, nur dass er halt vom Schlagangriffstyp ist, der Vegeta, und halt sein Unique Gauge so ähnlich ist wie die grüne von C17. Aber so viel rote... Na gucken. Er ist auf jeden Fall nicht im Vorteil gegenüber C17, sondern typenneutral, kann man sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich für ihn summen soll. Lasst mich gerne wissen, ob ihr ihn für ihn summt. Ich würde mal sagen, ich gebe mir das eine oder andere Showcase, bevor ich mich dafür entscheide. Weil so wie es sich rausgehört hat, wird es dann auch dann nächste Woche, denke ich mal, dieser Modus für die Gilde und für PvP erscheinen. Nicht diesen Mittwoch, sondern nächsten Mittwoch. Und dann, danach, das müsste jetzt eigentlich, lasst mich gerade mal schauen, das müsste dann die letzte Woche vom Februar sein. Am 28. müsste dann gegebenenfalls vielleicht auch ein neuer Charakter noch zusätzlich kommen. Ultra oder so. Wer weiß es nicht. Deswegen, da spare ich vermutlich meine CC. Mal gucken. Vielleicht mache ich einen Durchlauf. Vielleicht auch nicht. Ich warte es ab. Lasst mich gerne wissen, was ihr von dem Charakter haltet. Von den beiden Charakteren. Und von dem Senkai von Cell. Summt ihr nicht? Schreibt es in die Kommentare. Wir hören uns und sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Ob es ein Sum-Video ist, keine Ahnung. Lasst euch überraschen. Also bis dann, macht's gut und ciao.